Wahnsinn, Rentner müssen Steuern zahlen. Ab wann genau muss ein Rentner Steuern zahlen? Und wenn er Steuern zahlen muss, kann er dann auch was von der Steuer absetzen? Wie sieht es mit privaten Renten aus? Gibt es auch steuerfreie Renten? Antwort auf diese Fragen gibt es heute im Video. Ich bin Jutta Martin, Rentnerin und versuche hier steuerliche Themen und aktuelle Änderungen verständlich näher zu bringen. Dazu veröffentliche ich regelmäßig neue Videos. Abonniert gerne den Kanal und drückt auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare und sichert euch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner oder auch die Gratis-Anleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung. Die Links dazu findet ihr unter diesem Video. Die Besteuerung der Renten ist nach wie vor ein heiß umstrittenes Thema und die Diskussion darum wird nicht leiser. Umso wichtiger ist es, daher zu wissen, wie man die Steuerlast senken kann. Grundsätzlich besteht für jeden Rentner die Pflicht, Steuern zu zahlen und eine Steuererklärung einzureichen. Das heißt aber noch lange nicht, dass auch jeder Rentner Steuern zahlen muss. Durch den sogenannten Rentenfreibetrag und den steuerlichen Grundfreibetrag sind allerdings viele Rentner davon befreit. Rentner, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen über den Grundfreibetrag liegen, sind steuerpflichtig und müssen auch Steuern zahlen. Der Grundfreibetrag ist für alle einheitlich. Der Rentenfreibetrag allerdings ist wirklich sehr individuell. Deshalb kann ich hier auch keine pauschale Formel oder dergleichen nennen. Es gibt steuerfreie und steuerpflichtige Renten. Zu den steuerfreien Renten gehören zum Beispiel Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, Pflegerenten aus einer privaten Pflegerentenversicherung oder auch die Witwenrentenabfindung bei Wiederheirat. Steuerpflichtig sind Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Renten aus berufsständischen Versorgungswerken, Renten aus landwirtschaftlichen Alterskassen, Rürup-Renten, Riester-Renten, Renten aus einer privaten Unfallversicherung oder auch Renten aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung. Welche Kosten können Rentner nun von der Steuer absetzen? Gehören Sie zu den Rentnern, die über dem steuerlichen Grundfreibetrag liegen, können Sie bestimmte Ausgaben von der Steuer absetzen, um die Steuerlast zu senken oder auch gar keine Steuern zu zahlen. Folgende Ausgaben können Sie von der Steuer absetzen. Da haben wir erstens die sonstigen Vorsorgeaufwendungen, denn die Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, Werbungskosten, haushaltsnahe Dienstleistungen, aber auch der Altersentlastungsbetrag oder der Behindertenpauschbetrag helfen in bestimmten Fällen, die Steuerlast zu senken. Schauen wir uns die einzelnen Positionen mal genauer mit konkreten Beispielen an. Also erstens sonstige Vorsorgeaufwendungen. Das sind die Beiträge zu bestimmten Versicherungen. Das sind die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die Sie Ihrer Renteninformation über die Meldung an die Finanzverwaltung entnehmen können, wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind. Sind Sie privat oder freiwillig gesetzlich versichert, bekommen Sie von Ihrer Krankenversicherung eine gesonderte Bescheinigung. Aber auch Beiträge zu Krankenzusatzversicherungen, alle Arten von Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung oder Sterbegeldversicherung können Sie steuerlich geltend machen. Diese Beiträge erfassen Sie in der Anlage Vorsorgeaufwand. Als zweites haben wir die Sonderausgaben. Zu den Sonderausgaben zählen beispielsweise Spenden und Mitgliedsbeiträge für steuerbegünstigte Zwecke, Kirchensteuer oder Unterhaltsleistungen an den dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehe- oder Lebenspartner. Für Sonderausgaben gibt es eine gesonderte Anlage Sonderausgaben. Kommen wir drittens zu den außergewöhnlichen Belastungen. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner
und besonderer Art. Es sind also Kosten, die infolge außergewöhnlicher Lebenssituationen entstehen. Das sind beispielsweise Kosten bei Krankheit oder Umweltkatastrophen. Hier wird Ihnen allerdings eine zumutbare Belastung angerechnet. Auch Pflege- und Heimkosten, Unterhalt für bedürftige Personen gehören zu den außergewöhnlichen Belastungen. Diese Kosten werden in einer gesonderten Anlage geltend gemacht. Es ist die Anlage außergewöhnliche Belastungen. In dieser Anlage wird auch der Behindertenpauschbetrag beantragt. Und hier möchte ich ganz speziell darauf hinweisen, dass Sie diesen Pauschbetrag unbedingt beantragen sollen, sofern Sie eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben. Viele scheuen sich davor und sind der Meinung, dass sie ja eigentlich gesund sind, obwohl sie tonnenweise Medikamente aus der Apotheke beziehen. Stellen Sie unbedingt einen Antrag beim Versorgungsamt, wenn Sie in den letzten 2 Jahren ständig in ärztlicher Behandlung sind. Der Gesetzgeber gibt Ihnen hier die Möglichkeit, Steuern zu sparen. Ab 2021 gibt es schon ab einem Grad der Behinderung von 20 einen Behindertenpauschbetrag, der Ihre Steuerlast sinkt. Verschenken Sie kein Geld aus Eitelkeit. Der Pflegepauschbetrag, der Hinterbliebenenpauschbetrag und die behinderungsbedingte Fahrkostenpauschale gehören ebenfalls auf die Anlage außergewöhnliche Belastungen. Punkt 4, die Werbungskosten. Für Rentner gibt es eine Werbungskostenpauschale. Dieser Pauschbetrag beträgt 102 € im Jahr und steht Ihnen für die Kosten eines Steuerberaters oder Rechtsanwalts zu. Sind Ihre Kosten höher als 102 €, sollten Sie diese in Ihrer Steuererklärung unbedingt angeben. Allerdings prüft das Finanzamt sehr genau die Kosten, die den Pauschbetrag übersteigen. Punkt 5, haushaltsnahe Dienstleistungen. Als Mieter können Sie bestimmte Positionen aus Ihrer Nebenkostenabrechnung steuerlich geltend machen, aber auch bestimmte Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt und haushaltsnahe Dienstleistungen. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen erfassen Sie in der Anlage haushaltsnahe Aufwendungen. Bei Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen werden 20% der Lohnkosten plus An- und Abfahrt direkt von der Steuer, also von der festgesetzten Steuer abgezogen. Demzufolge ist die steuerliche Auswirkung hier viel höher als bei den Vorsorgeaufwendungen, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Unter dem Video finden Sie einen Link zu einem Steuerrechner, also Rentensteuerrechner. Einfach, kostenfrei und anonym erfährt man, ob man steuerpflichtig ist oder nicht und in welcher Höhe eine Steuer anfallen könnte. Das ist eine grobe Orientierung für die Allgemeinheit. Der Einzelfall kann natürlich auch abweichen. Ich bitte darum, bei den Kommentaren sachlich zu bleiben. Für die Schieflage unseres Rentensystems sind die Politiker verantwortlich. Darum geht es hier aber nicht. Mir persönlich ist es wichtig, dabei zu helfen, wie Rentner ihre Steuerlast senken können. Habt ihr euch schon über den neuen Mietzuschuss informiert? Nein? Dann schaut gleich mal rein. Bis zum nächsten Video. Jutta Martin.